Ich habe mich mal wieder mit meiner kleinen Faller Autobahn beschäftigt. Nachdem ich in einem der letzten Videos ja gezeigt hatte, dass die Wagen leider immer wieder viel zu schnell fuhren und sozusagen die Schiene verlassen haben. Also habe ich mich entschlossen, das Getriebe umzubauen. Die Möglichkeit besteht zumindest bei dem Blockmotor relativ einfach, das Getriebe gegen ein sogenanntes Verkehrsgetriebe auszutauschen. Bei den eingebauten weißen Getriebe ist die Untersetzung wohl 1:5 und bei dem roten Getriebe dann 1:12, sodass die Fahrzeuge dann langsamer bzw. wesentlich gleichmäßiger fahren sollen. Habe mir das besorgt, habe mir es zuschicken lassen. Das erste ist irgendwo bei der Post verschwunden. Glücklicherweise war mein eBay-Verkäufer so freundlich und kulant und hat mir ein neues nachgeschickt, sodass ich die zweite Variante jetzt hier erhalten habe. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich das Getriebe umgebaut habe und ich hoffe, man kann erkennen, wie sich das Fahrverhalten von dem Wagen dann verändert hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier habe ich den Wagen schon geöffnet und im hinteren Teil erkennt ihr diese kleine Schnecke. Unten drunter sitzt das andere Zahnrad. Das sind die weißen Teile, die jetzt ausgetauscht werden sollen. Hier habe ich das Ganze nochmal hochkant gestellt, da kann man das vielleicht ein bisschen besser erkennen. Und hier sind die neuen Teile, die dafür eingebaut werden sollen. Und ich denke, man kann hier schon ganz gut erkennen, dass wir hier wesentlich ein feineres Zahnrad haben mit kleineren Abstufungen und das wird nachher das Fahrverhalten dann ganz entscheidend beeinflussen. Als erstes nehmen wir außen die Kontaktplatten hoch, damit wir besser an den Motor kommen. Dann müssen hinten die Gewichte raus, die gleichzeitig als Abstandshalter für den Motor dienen. Und so können wir den Motor nach hinten nehmen, um ihn dann nach oben rauszuziehen. Tut mir leid, dass ich das eine oder andere Mal die Finger vor der Kamera habe. Das werde ich beim nächsten Mal dann wieder besser machen. Als nächstes nehme ich die seitlichen Gewichte raus, die hinten über der Achse montiert sind bzw. eingeschoben wurden. Dann kann man die Felgen von den Achsen entfernen. Und jetzt habe ich das Problem, dass die Hinterachse mit dem Zahnrad bestückt sich nicht einfach zur Seite herausziehen lässt, sondern das Zahnrad Stück für Stück gelöst werden muss. Man aber keinen großen Platz hat, sondern das jetzt Stück für Stück zur Seite herausdrücken muss, ist ein bisschen Fummelei. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Beim nächsten Mal, wenn man weiß, wie es geht, geht das wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Nachdem ich das dann rausgefummelt hatte, wird jetzt das neue rote Zahnrad hinten aufgesteckt. Das heißt, die gleiche Prozedur wieder rückwärts. Die Achse Stück für Stück aufgeschoben, bis das Ganze nachher einigermaßen vermittelt wieder sitzt. Dann habe ich den Motor weiter zerlegt, was ich nachher aber herausstellte, dass das gar nicht unbedingt sein musste. Denn im Endeffekt konnte ich die weiße Schnecke einfach von der Motorantriebsachse abziehen und hätte mir dieses Zerlegen des Motors eigentlich komplett sparen können. Das heißt, die weiße Schnecke wurde abgezogen und die rote habe ich dann mit einiger Mühe wieder draufgepackt, bis wir auch hier einigermaßen den richtigen Abstand wieder hatten. Dann habe ich den Motor wieder zusammengebastelt. Wie gesagt, diesen Schritt hätte man sich eigentlich sparen können. Den Motor wieder eingesetzt. Die Abstandsplatten wieder eingeschoben. Die beiden Kontaktbleche außen wieder runtergezogen. Vorher habe ich natürlich noch getestet, ob die Schnecke auch aufs Zahnrad passt und das einigermaßen locker läuft. Und zum Abschluss dann natürlich noch das Gehäuse wieder aufgeschraubt. Und hier zum Vergleich nochmal das Fahrzeug fahren noch mit dem alten Getriebe. Das heißt, wir müssen hier eine relativ hohe Geschwindigkeit fahren, damit wir an den Engstellen, wo das Fahrzeug langsam wird, nicht gleich stehen bleiben. Haben dadurch den Nachteil, dass wir an anderen Stellen aber relativ schnell sind und die Fahrbahn dann wieder nach außen hin verlassen und trotzdem ist es fast nicht perfekt einzustellen. Das heißt, an den Stellen, wo wir zu langsam sind, bleiben wir ab und zu dran trotzdem mal stehen und an den anderen Stellen rutscht er halt dann doch schon mal runter, beziehungsweise wie hier verlässt halt wieder komplett die Schiene.
Und hier jetzt das Fahrzeug mit dem neuen Getriebe eingebaut. Das heißt, man kann eine relativ geringe Geschwindigkeit fahren. Fährt in der anderen Richtung auch besser, habe ich festgestellt. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal gedreht. Und wir fahren hier eine sehr geringe Geschwindigkeit. Da wäre er mit dem alten Getriebe auf jeden Fall stehen geblieben. Und das Ganze ist wesentlich realistischer. Wir schaffen zwar immer noch nicht die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer hier im Wohngebiet, aber das Fahrverhalten hat sich doch ganz extrem verbessert. Leider ist das so einfach mit dem Getriebeumbau wohl nur möglich mit diesem Blockmotor, weil die anderen Motoren haben komplett andere Getriebe und dann müssen Zahnräder getauscht werden und das sieht wesentlich komplizierter aus. Deswegen werde ich mich jetzt mal darauf konzentrieren, weitere Fahrzeuge nur mit Blockmotor zu kaufen, um diese dann mit diesem relativ simplen Stadtgetriebe oder Verkehrsgetriebe umzubauen und das Ganze hier einfach ein bisschen geschmeidiger fahren zu lassen. So, das war's dann mit meinem Video mit dem Falle AMS-Umbau aufs Verkehrsgetriebe. Wenn irgendjemand noch andere Ideen hat oder Tipps hat, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier zum ersten Mal gemacht und habe auch festgestellt, dass es wohl auch verschiedene Varianten von dem Blockmotor gibt. Da muss ich mich nach und nach erst noch reinfummeln. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.